Hi Freunde, heute wieder ein Video zu Plan und Produce von mir und zwar geht es heute um Prozessparameter. Ich zeige dir heute, wie du deinen Produktionsprozess individuell gestalten kannst. Das bedeutet, jetzt in unserem Beispiel hier, wir werden ein T-Shirt bedrucken und zwar mit einem Namen und einer Nummer drauf, also es soll ein Trikot werden. Und als zweites Beispiel werden wir dafür sorgen, dass unsere Mitarbeiter sich vor der Arbeit die Hände waschen. Freut euch auf dieses Video. Gehen wir mal hier auf Produktion, Prozessparameter. Und was wir jetzt machen, ist am Arbeitsgang. Also da, wo ich stehe und arbeite, da soll es passieren. Und ich möchte zum einen den Textildruck steuern, also der Name und die Nummer sollen auf ein Trikot gedruckt werden. Ne, also einmal hier als Typ Kurztext, hier sind die Übersetzungen. Hier sehen wir, das Ganze soll im Fertigungsauftrag definiert werden. Und Ausgabe erfolgt beim Arbeiten, also am Arbeitsgang. Genau das gleiche bei der Nummer, nur dass die vom Typ Ganzzahl ist. Und das Händewaschen habe ich hier auch definiert. Händewaschen passiert auch, also wird schon am Arbeitsgang definiert. Ich kann also entscheiden, bei welchem Arbeitsgang Händewaschen erforderlich ist. Und in der Fertigung werde ich dann darauf hingewiesen, könnte aber auch hier über die Ist-Wert-Erfassung abprüfen. Ne? Wasch dir die Hände und dann die Frage, hast du dir auch die Hände gewaschen? Aber das schauen wir uns gleich an. So, die Parameter haben wir hier einmal festgelegt. So, wir haben ja gesagt, das Ganze ist eine Geschichte, die am Arbeitsgang hinterlegt werden muss. Deswegen gehen wir jetzt hier einmal in mein Trikot rein. Das ist das, was ich ursprünglich vorhatte. Da habe ich jetzt einen Textildruck für Name und Nummer hinterlegt. Als Verwendungszweck habe ich Ausgabewert genommen, weil ich nur möchte, dass es angezeigt wird. Und zwar das, was in dem Fertigungsauftrag hinterlegt wurde. Das ist Pflicht, dass es da hinterlegt wird. Das Ganze soll dann am Ende im Arbeitsgang angezeigt werden. So, dann haben wir hier noch Sterilisation, ebenfalls als Arbeitsgang hinterlegt und das ein bisschen anders. Hier ist das Händewaschen und Desinfizieren als Soll- und Ist-Wert. Das bedeutet, es wird mir einmal angezeigt beim Arbeitsgang, dass ich mir die Hände waschen soll und ich muss es zusätzlich noch einmal bestätigen, nämlich auch beim Arbeitsgang. Das ist der Unterschied hier beim Verwendungszweck. Ja, damit die Mitarbeiter sich die Hände waschen, muss ich nichts weiter tun. Allerdings, damit das Trikot korrekt bedruckt wird, muss ich den Wert im Fertigungsauftrag hinterlegen. Dazu legen wir jetzt mal eben einen neuen Fertigungsauftrag an. Ich bin hier unter Fertigungsaufträge auf Erstellen gegangen. Gehe jetzt hier einmal auf die Suche und dann schauen wir mal hier in meinen Demo-Geschichten Trikot bedruckt. Nehmen wir das mal rein mit Menge 1, speichern das. So, haben jetzt hier den Fertigungsauftrag und jetzt muss ich natürlich noch den Wert hinterlegen, der da bedruckt werden soll, meine Nummer und meinen Namen. Mache hier einen Rechtsklick auf die Position, Prozessparameterwerte anzeigen. Und dann schauen wir mal, wir haben hier den Namen auf der Rückseite, auf jeden Fall Peach. Und die Nummer ist natürlich die 1. Hier rechts wird es eingetragen. Speichere das Ganze, speichere den Fertigungsauftrag und dann können wir uns an die Produktion machen. So sieht das Ganze dann im Workbench aus. Also ich gehe in den Fertigungsauftrag rein. Jetzt haben wir hier nur das Drucken drin, also durch einen Arbeitsgang vom Trikot. Und deswegen zeigt er mir jetzt auch direkt an, was ich draufdrucken soll, nämlich Rückseite den Namen und die Nummer 1, also Peach und Nummer 1. Jetzt auf Speichern gehe, kann ich das Ding jetzt hier quasi einbuchen und den Fertigungsauftrag abschließen. Schauen wir uns nochmal das mit dem Händewaschen an. Ich baue jetzt hier diese sterile Einwegspritze, gehe einmal auf Produzieren und kriege jetzt hier auch die Meldung, dass ich die Hände waschen und desinfizieren soll. Das muss ich einmal bestätigen und dann kann ich loslegen und in dem Fertigungsauftrag die Einwegspritze zusammenschrauben. Ich hoffe, du hast einen coolen Einblick bekommen, was man alles mit den Prozessparametern machen kann. Das sind natürlich sehr vereinfachte Beispiele und ihr seht ja selbst an den Einstellungsmöglichkeiten, die Möglichkeiten da sind eigentlich grenzenlos, was man da alles machen kann. Wenn es dir gefallen hat und dir das in deinem Produktionsprozess weiterhilft oder einfach nur, weil du mich magst und die Videos toll findest, lass mir doch ein Like da und abonniere den Kanal. Bis zum nächsten Mal.